Zeitungsnotiz vom 19. Oktober 2001. Es war ein Flüchtlingsboot, was mit an die 400 Asylsuchenden, größtenteils eben aus dem Irak und aus dem Afghanistan, beladen war. Und was dann auf dem Weg untergegangen sind, diese Zeitungsnotiz, die einzige in der deutschen Presse, beschreibt halt, dass nur 44 von diesem überladenen, 19 Meter langen Schiff überlebt haben. Der erste Anruf von mir war eigentlich bei der UNHCR. Und dort habe ich gefragt, gibt es einen Namen von dem Boot? Nein. Gibt es eine Liste der Ertrunkenen? Nein. Und ihre Aussage war dann weiter, 4 Stunden später hätte es gar nicht diese Nachricht gegeben. Also es hätte überhaupt diese Nachricht, dass 353 Leute ums Leben gekommen sind, die hätte es nicht gegeben. Für mich war deswegen auch die Entscheidung, ich kann jetzt an dieser Stelle keinen Fotorealismus machen, weil das wäre eine falsche Behauptung, sondern ich muss eigentlich eine sehr fragile Konstruktion machen. Und das hat dann eigentlich 2 Entscheidungen zur Folge gehabt. Das eine war, ich arbeite auf schwarz, ich arbeite auf einer schwarzen Teichfolie. Und das zweite ist, ich arbeite zunächst nur mit dem Gerüst, mit Linien, mit weißen Linien. Es gab auch vom BBC ein Interview, den ich halt zur Verfügung hatte. Und da waren 10 der Überlebenden abgebildet und die konnte ich dann auch in das Bild hineinnehmen. Also wenn man näher jetzt an das Bild gehen würde, würde man dort auch Porträts erkennen. Wenn es so ist, dass es hier das größte Schiffsunglück vor der australischen Küste in ihrer Geschichte gibt, mit dieser letalen Quote, dann will ich an dieser Stelle zumindest versuchen, ein Bild zu konstruieren, zu rekonstruieren. Also es war für mich tatsächlich auch eigentlich suche ich immer nach einem Grund für ein Bild. Es ist ein Triptychon, was sich bezieht auf eine bestimmte Situation im Louvre, im Salon Carré, wo Géricaults Floß der Medusa, das Floß war von 1819, in Zusammenhang steht mit Delacroix' Die Freiheit auf der Barrikade. Das habe ich gekontert oder zum Schnitt gebracht mit der Situation von 1819, als das Floß der Medusa das erste Mal im Salon gezeigt worden ist. Géricault war selber anwesend. Dieses Mittelbild ist auch so etwas wie ein Konzeptbild. Dieses Triptychon wiederholt die Louvre-Situation von 2001, wie ich sie vorgefunden habe. Wieder ein Folienbild, das Bild heißt Freiheit. Es ist wieder ein Bild, was sich auf eine Außengrenze bezieht. Und zwar die Außengrenze eines Flughafens. Ein Flughafen ist ja eine punktuelle Außengrenze. Und das geht zurück auf einen Nike-Clip von 1998, wo die brasilianische Fußballmannschaft wartet und dann die einzelnen Spieler, die man ja alle kennt, das sind Weltstars und in dem Fall sieht man halt Ronaldo, anfangen ja, als Spiel auf dieser Außengrenze zu tanzen bzw. zu überwinden. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser Versuch, an dieser Stelle ein Bild zu rekonstruieren, einfach immer auch als Versuch gemeint ist. Also in meinem Verständnis kann man das Historienbild eigentlich immer nur als eine Annäherung, als einen Versuch und vielleicht auch einen Versuch, was eine Form von Scheitern auch inkludiert, aber deren Behauptung trotzdem und umso wichtiger ist. So würde ich sozusagen meinen Umgang mit diesem Gattungsformat beschreiben.